Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Heute das The Fontenay in Hamburg. Und damit, Leute, einen frostigen guten Tag aus, ja, ich würde sagen, kann man eigentlich sagen, ist meine Lieblingsstadt in Deutschland. Ich bin in Hamburg und schaut euch mal an, wie es hier aussieht. Also ich bin gerade erst angekommen, total hin und weg. Ich war ja schon oft in Hamburg, auch früher schon, aber gerade fühlt es sich echt noch mal ganz anders an. Eher wie Helsinki oder Oslo oder so, aber nicht wie Hamburg. Das hier hinter mir ist die Außenalster. Ich glaube, letztes Mal war ich ja im 4 Jahreszeiten, da habe ich das verwechselt mit Außenalster und Binnenalster. Außenalster, genau, da ist jetzt das Fontenay und auch das Atlantik Hotel und Binnenalster ist 4 Jahreszeiten. Naja, also eigentlich bin ich in Hamburg, weil ich morgen zum Fußball gehe, hier in Hamburg. Und ich dachte mir, komm, dann fährst du einen Tag eher und schaust dir nochmal hier das Atlantik Hotel an. Da bin ich nämlich gerade vorbeigegangen. Das war jetzt auch ist alles gerade ziemlich spontan, mehr oder weniger. Zumindest, dass ich halt einen Tag eher fahre. Schaut mal, Leute, hier hinter mir ist das Atlantik Hotel. Da wäre ich eigentlich gelandet oder wollte ich erst hin. Nur die hatten irgendwie kein geiles Zimmer mehr frei. Also nur so Einzelzimmer irgendwie, auch ohne Aussicht. Und dann habe ich mich jetzt doch dagegen entschieden. Aber irgendwann mal. Da wohnt ja Udo Lindenberg drin. Zumindest hin und wieder mal. Atlantik Hotel war ausgebucht, aber ist gar nicht schlimm. Hamburg hat ja viele coole Hotels. Und viele von euch haben mir auch immer geschrieben, Alex, geh mal Fontenay, geh mal Fontenay. Und das ist das Hotel, was man jetzt da hinten im Nebel so leicht noch sieht. Ist, würde ich mal sagen, das modernste und vielleicht auch beste mit dem 4 Jahreszeiten Hotel, was man hier in Hamburg buchen kann. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich latsche da jetzt mal vorsichtig hin, ohne hier hoffentlich auf die Fresse zu fliegen, weil es ist wirklich sehr, sehr glatt. Also die haben hier ein bisschen gestreut, aber auch nicht so viel. So, fleißig, bisschen joggen. Aber ich bin wirklich fasziniert hier von dieser Eisnatur, ne? Das ist schon richtig spektakulär. So sieht man Hamburg wahrscheinlich alle 8 Jahre mal, ne? Auch wie viel Schnee hier liegt. Ich mag das. Ich brauche jetzt nicht das ganze Jahr über Schnee, aber wenn dann in Deutschland mal Schnee liegt, dann freue ich mich einfach und es ist irgendwie cool. Einfach so eine andere Atmosphäre und vor allem dann jetzt so viel. Kann man es hier jetzt nochmal besser sehen? Also das da vorne ist das Fontenay Hotel. Ich latsche jetzt erstmal noch ein kleines Stück und dann melde ich mich gleich da hinten nochmal und erzähle euch, was ich gebucht habe und was es sonst noch so vielleicht Besonderes zu erzählen gibt. Genau. So, ich bin jetzt mittlerweile fast beim Hotel, also auf der anderen Seite der Außenalster. Hier haben sie in Hamburg ja überall diese Schneemänner aufgestellt, weil irgendwie so einer die umgeschubst hat. Also wenn ich den jetzt umschubse, gibt es einen Shitstorm. Zack, nein, lassen wir mal stehen. Oh, hoppala. Wir haben mittlerweile 16 Uhr. Es ist schon echt dunkel, ne? Also die Sonne ist quasi gleich weg. Ich bin echt super gespannt auf das Hotel, wie es mir gefällt. Ich habe ein normales Zimmer eigentlich gebucht, aber mit Alsterblick. Ich glaube, das Zimmer ist auch ein bisschen größer als die normalen Zimmer. 530 € bezahlt pro Nacht, wie immer über Sweetspot, um meine ganzen Vorteile mitzunehmen, Hotelguthaben und so weiter und so fort. Die Kamera beschlägt auch leider, ist schon leicht am Nieseln. Wir haben jetzt über 0 Grad. Da ist das Fontenay. Das ist es schon. Also ist wirklich sehr, sehr schön gelegen. Ich finde jetzt auch gerade mit dem Schnee kommt das nochmal ganz anders rüber natürlich. Wobei ich hier auch direkt sagen muss, es könnte auch eine luxuriöse Seniorenresidenz sein, ne? Zumindest jetzt so von weitem. Aber das haben wir ja schon oft gehabt. Bevor ihr mich jetzt gleich hier gar nicht mehr seht, gehen wir mal rein. Das ist jetzt aber freundlich. Guck mal, nirgendwo war der Weg so gut gestreut wie jetzt hier vom Fontenay. Hier kann man ohne Probleme laufen. Das hat wahrscheinlich das Hotel hier organisiert, oder? Keine Ahnung. Da vorne lag ich einmal auf meinem Popo. Ist auf jeden Fall eine teure Gegend hier alles, ne? Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der hier heute zu Fuß ankommt. Ja, schaut mal, die sind alle schön entspannt mit Auto angereist. Das kann ich aktuell nicht, weil mein Auto ist mal wieder in der Werkstatt. Und da trifft sich der Sponsor des heutigen Videos eigentlich ziemlich gut, denn das ist Car Vertical. Falls ihr also gerade auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug seid, ist es natürlich gerade in der heutigen Zeit extrem sinnvoll, das Ganze auch gut zu checken. Lieber einen Car Vertical Bericht zu viel, als am Ende in die Röhre zu schauen. Ich habe mein aktuelles Auto im September 2023 zwar schon ziemlich seriös gekauft, habe aber hin und wieder immer mal Probleme. Da dachte ich mir, komm, check doch auch einfach mal alles richtig durch. Und ich habe mir hier bei Car Vertical einen Bericht erstellen lassen. Die checken nämlich die Fahrzeughistorie eures potenziellen neuen Autos in über 30 Ländern mit Daten aus über 900 Quellen, Polizeiregistern und so weiter und so fort. Mein Auto habe ich damals gebraucht gekauft mit knapp 40.000 Kilometern. Diebstahl können sie schon mal ausschließen. Ich habe hier allerdings einen Schaden gemeldet bekommen. Bisschen komisch, weil mir wurde gesagt, mein Flitzer ist unfallfrei. Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt wahrscheinlich nur die Nachlackierung. Der wurde ja wieder richtig schön neu aufbereitet. Alles im Rahmen, keine Auffälligkeiten. Das
Das Ganze kann aber auch total anders aussehen, so wie zum Beispiel in diesem Bericht hier. Einmal die VIN vom Auto eingegeben, man sieht sehr, sehr viele Schäden, kommt dann natürlich am Ende auf den Preis an, aber ja, hier taucht schon einiges auf. Und es wurde anscheinend auch ein bisschen am Kilometerstand gedreht. Wenn ihr also euer aktuelles Fahrzeug oder auch ein potenzielles neues Fahrzeug mal checken wollt, kann ich euch das empfehlen. Downloadet euch am besten die Carvertical App, gebt eure VIN ein, mit meinem Code AlexV gibt es nochmal ordentlich Rabatt, dann könnt ihr euch den Bericht auch direkt anschauen, also das wird in Sekunden generiert und schon habt ihr alle Infos, spart euch am Ende vielleicht mehrere tausend Euro, seid auf der sicheren Seite und macht keine Fehler beim Autokauf mehr. So, wir checken jetzt ein ins Hotel. Hallo. Ich bin jetzt vom Bahnhof gekommen, also ging, aber war eigentlich ein schöner Spaziergang. Direkt an der Außenalster gelegen, gehört das The Fontenay Hamburg mittlerweile zu den spannendsten und exklusivsten Luxushotels der Stadt. Eröffnet erst im Jahr 2018, hat es sich schnell als feste Größe in der Hamburger Hotellerie etabliert. Besonders ins Auge fällt die Architektur. 3 geschwungene Gebäudeteile greifen ineinander und sind mit hellen Keramikplatten verkleidet, die je nach Licht ganz unterschiedlich wirken. Insgesamt gibt es 131 Zimmer und Suiten, viele davon mit Blick auf die Alster. Dazu kommen mehrere Restaurants, eine Panoramabar und ein Spa mit Pool über den Dächern der Stadt. Ihr habt es mir oft empfohlen, jetzt bin ich mal da. Also Leute, viel Spaß, schauen wir mal rein. So Leute, und da bin ich auch schon eingecheckt im Fontenay. Schaut mal, sehr schön hier mit dem Aufzug. Hallo, guten Tag. Also ich bin jetzt hier auf der 5. Etage. Ich muss sagen, erster Eindruck ist echt cool. Mich erinnert es ein bisschen so von diesen Flügeln her ans Ritz in Wolfsburg. Hier geht es auch zum Spa. Da vorne geht es noch zu den anderen Zimmern. Wir müssen aber hier runter 520. Ich habe da gerade meine Sachen schon abgeliefert. Mehr habe ich aber noch nicht gemacht. Ja, genau. Also ganz nett. Habe schon schönere Hotelflure gesehen, aber ist okay. Ist halt einfach, ich sag mal, noch recht modern, wobei also ganz minimal in die Jahre gekommen ist es schon. Aber ich weiß auch gar nicht, wann die eröffnet haben, aber ihr habt es, glaube ich, schon gehört. Oder wann das gebaut wurde. Zack, so, da sind wir. So, da sind wir, Leute. Das ist der erste Einblick, den ich eben auch hatte. Jetzt kam hier doch gerade glatt noch eine... Was ist das? Schauen wir uns gleich an. Champagnerflasche oder so. Kleines Begrüßungsgetränk. Habe ich eigentlich jetzt gar nicht mehr mitgerechnet, muss ich sagen. Ich habe auch eben mal kurz drüber nachgedacht, als ich mit den Hotelvideos angefangen habe, habe ich wirklich eigentlich in jedem Hotel immer ein Upgrade bekommen. Immer Upgrade. Ich dachte, das wäre normal. Aber jetzt in den letzten Hotels habe ich es irgendwie nicht mehr bekommen. Oder zumindest nicht mehr so oft. Ist aber auch gar nicht schlimm. So, wir haben hier jetzt ein Standardzimmer mit seitlichem Seeblick. Deswegen ist es ein bisschen teurer. Also 43 Quadratmeter sind die Standardzimmer groß. Dieses hier hat auch 43 Quadratmeter und ich habe halt den Alsterblick. Ob sich der Blick jetzt lohnt, weiß ich gerade noch nicht. Finden wir gleich heraus oder halt spätestens sonst morgen früh, wenn es dann wieder richtig hell ist. Schönes Zimmer, auf jeden Fall. Gibt jetzt auf den ersten Blick nicht viel auszusetzen. Wobei ich sagen muss, der Wow-Effekt blieb aus. Ich hätte es mir vielleicht ein bisschen stylischer vorgestellt, muss ich sagen. Das letzte Video, was aus Singapur kam, da habe ich auch viel gemeckert im Video. Und vielleicht in dem Video auch ein bisschen zu viel, dass man gewisse Dinge nicht wertschätzt. Das kann man halt nicht oft genug sagen. Ich schätze das alles schon sehr wert und mir macht das auch unfassbar viel Spaß. Aber es kostet halt auch alles eine Menge Kohle. Und wenn man da halt schon bessere Sachen gesehen hat, darf man es ja auch mal sagen. Und hier beim Fontenay ist jetzt der erste Eindruck okay. Aber wir schauen jetzt hier erstmal ein bisschen im Detail, was wir hier so finden. Genau, hier nochmal die Perspektive Eingangsbereich. Hier habe ich gerade schon mal meine Jacke aufgehangen. Roomservice für Frühstück. Kannst du auch aufs Zimmer bestellen. Wenn man das Frühstück nicht inklusive hat, ja, ein Orangensaft für 11 Euro. Warum nicht? Und dann haben wir hier wahrscheinlich einmal direkt einen Schrank. Kleiner begehbarer Kleiderschrank. Schön. Hier bin ich im begehbaren Kleiderschrank. Hier hast du alles, was du brauchst. Ein Safe, Bügelbrett und so weiter und so fort. Hier die Latschen. Ich freue mich schon sehr auf den Spa-Bereich. Werde jetzt gleich schön ein bisschen Sport machen. Danach geht's ins Gym. Das war jetzt falsch. So viel Sport dann auch nicht. Sport machen und danach ins Gym. Ich werde ins Gym gehen und danach in eine Sauna. Ich glaube, die haben auch einen Pool. Springen wir auch mal ins kalte Wasser. Hier oben haben wir dann noch die Bademäntel. Ja. Warum hängen die hier nicht? Normalerweise hängen die immer. Das sieht dann, finde ich, auch schöner aus. Aber gut. Damit schließen wir es dann jetzt auch ab, versprochen. Ich bin natürlich kein gelernter Hotelfachmann oder irgendwie professioneller Hoteltester. Ich bin einfach ein normaler Gast. Ich gehe in die Hotels und schaue mir sie an. Aber ich habe ja in der vergangenen Zeit schon viele Hotels gesehen und natürlich entwickelt man dann mit der Zeit so eine gewisse Erwartungshaltung, vergleicht Sachen, hat das da gesehen, was da anders ist, was da schlechter ist, was da besser ist und ich sage einfach immer nur, was ich denke und wenn mir irgendwas halt nicht gefällt oder nicht so gut gefällt, dann sage ich es auch und manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel Gemecker, aber kann ich dann auch nicht ändern, wenn halt so viele Sachen
mich so ein bisschen stören. Auch wenn ich vor 2 Jahren jetzt wahrscheinlich nicht gesagt hätte, der Fußboden hier wirkt dreckig, aber in anderen Hotels war der schöner. So jetzt. Trotzdem ist auch nur ein Fußboden, ne? Deswegen ziehe ich mir jetzt erstmal hier die Schuhe aus, dann kann man den ein bisschen schonen. Aber da frage ich mich dann auch manchmal, was die Gäste hier so anstellen. Das Ding ist jetzt 7 Jahre alt. Haben die hier mit Steinen jongliert oder? So, jetzt haben wir es auch geklärt. So, genug Fußboden. Machen wir das mal wieder zu. Das Badezimmer habe ich noch gar nicht gesehen. Das machen wir dann am Ende. Und ja, das hier ist der Schlafbereich, ich sag mal Wohnbereich, wie auch immer. Wir haben hier einen großen Bereich, ein großes Zimmer. Ist jetzt keine Suite natürlich, aber hier auch eine Sitzmöglichkeit. Und ja, das sieht auf jeden Fall schön aus. Ist ganz nett. Erinnert mich so ein bisschen ans Waldorf Astoria vielleicht in Berlin, so von der groben Einrichtung. Aber wenn man dann an ein Hotel denkt, wie zum Beispiel das 4 Jahreszeiten, und klar, da hatte ich auch ein etwas besondereres Zimmer, aber das war schon richtig Liebe zum Detail, einfach schön alles aufeinander abgestimmt. Das hier ist auch cool, geiles Zimmer, klar, Luxus pur, aber dieses gewisse Extra, ähnlich wie das Ritz in Wolfsburg, ist jetzt hier nicht so dabei. Ne? So, machen wir mal hier weiter. Hier ist dann wahrscheinlich die Minibar, ne? Zack. Ja, genau. Die ist, glaube ich, nicht mit inklusive, wobei, doch, die muss inklusive sein, weil wir hier nur so wenig Auswahl haben. Oh, jetzt lege ich erstmal Snickers. Brauchen wir eine kurze Nervennahrung, dann meckere ich nicht mehr so viel. Immer wenn die Minibar wirklich sehr abgespeckt ist in so einem Laden, kann man davon ausgehen, dass sie umsonst ist. Haben wir aber ein leckeres Snickers hier. Hier haben wir ein paar Kaffeepads, Wasserkocher, Teesorten. Genau, das haben wir schon gesehen. Haribo-Tüte und Erdnüsse. Und dann hier noch ein paar Tassen, Gläser. Und irgendwo müsste doch dann auch eine Kaffeemaschine sein. Bin ich jetzt blind? Hier nicht. Hier auch nicht. Dann ja hier. Aha, da haben wir die Kaffeemaschine. Und hier oben, ist da auch noch was drin? Nee. Also Schränke bis zum Abwinken. Genau, und hier noch eine Flasche Font Margarita Wasser. Das kam ja gerade alles hier an, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir haben hier einen tollen kleinen Snack, kleinen Gruß vom Hotel, paar Pralinen mit Blattgold sogar hier drauf. Schaut mal. Ach so, das hier ist die Umwölbung des Fontenay Hotels. Bisschen Obst, hier eine Grußkarte. Sehr geehrter Herr Alex, herzlich willkommen im The Fontenay. Wir freuen uns sehr, Sie bei uns im Haus begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank und natürlich was zum Saufen. Wobei Sie haben auch gesagt, Sie können mir auch was Alkoholfreies schicken, weil wer soll denn jetzt hier die ganze Flasche trinken? Baumland Sekt. Den werden wir später mal probieren. Probieren wir mal, wie das Fontenay mit Blattgold schmeckt. Boah. Ich glaube, das sollte man besser mit der Gabel essen. Sehr schokoladig. Dazu eine Himbeere, eine Praline noch auf der Zunge schmelzen lassen. Karamellpraline. Ich liebe Karamell. Boah, die war lecker. Schlückchen Wasser und dann machen wir auch sofort weiter. Ich habe mir heute für... Das Wasser ist sehr gut. Ich finde wirklich, dass es schon Unterschiede bei Wasser gibt. Und es gibt echt Wasser, die einem besser schmecken als andere Wasser, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber das ist so schön weich. Ich habe mir heute einen Tisch reserviert im Restaurant. Hier gibt es auch einen Sterneladen, der hat leider zu bis Ende Februar oder so, haben sie gesagt. Das ist irgendwie immer Programm. Also wenn es einen Sterneladen gibt, dann hat er immer zu, wenn ich da bin. Das ist eigentlich Grundgesetz. Oder die wollen mich da einfach nicht. Das kann auch sein. Aber irgendwann werde ich auch mal in einem Sterne-Restaurant essen, weil das habe ich noch nie in meinem Leben. Deswegen heute gibt es ein Restaurant, wo es auch morgen das Frühstück gibt. Ist auf der ersten Etage oder ich glaube sogar im Erdgeschoss. Da habe ich für 20:30 Uhr einen Tisch reserviert und freue mich. Wird bestimmt lecker. Das sehen wir alles später. Wir machen schnell noch die Roomtour zu Ende. Genau, hier haben wir einmal einen Fernseher. Das ist alles quasi Panoramasicht, das ist schon, also man hat schon eine gewaltige Fensterfront, muss man sagen. Ich bin ja hier auf der 5. Etage, kann auf jeden Fall gut auf die Alster gucken, so ein bisschen über die Bäume weg. Fernseher kann man wahrscheinlich ein bisschen, genau, so ein bisschen drehen. Hier habe ich noch einen Brief bekommen, da stehen die ganzen Benefits drin. Ah, schaut mal, und das ist, glaube ich, sogar auch ein Geschenk. Kann man mitnehmen. Das ist eine Schokolade. Jo. Fontenay-Schokolade. Ist jetzt irgendwie zu schön, um die einfach jetzt aufzumachen. Mache ich später vielleicht. Ich habe jetzt gerade so viel Schokolade gegessen. Einmal gucken, ob hier irgendwas Besonderes drin steht. Eigentlich habe ich auch $100 Hotelguthaben, ja, auf jeden Fall. Kostenfreies Upgrade bei der Anreise nach Verfügbarkeit? Nee, ist nicht. Früherer Check-in, später Checkout nach Verfügbarkeit? Naja, ich sag mal so, ich frage eigentlich nie einen späteren Checkout an, also nie. Wenn die von sich so sagen, ja, wenn du Bock hast, kannst du auch bis 14, 15 Uhr bleiben, mache ich manchmal oder habe ich schon mal gemacht, aber meistens brauche ich es auch nicht. Morgen brauche ich es, weil ich noch mit einem anderen Kollegen hier so einen Podcast aufnehme, habe ich gesagt, ja, komm doch hier ins Hotel, machen wir das nachmittags. Und mir haben sie gesagt, bis 13 Uhr ist kostenlos, bis 15 Uhr musste ich jetzt 150 € bezahlen. On top.
War nicht schon recht viel für 2 Stunden, aber zahlen und freundlich sein. Und die 150 Euro hole ich mir von meinem Kollegen wieder. Wobei, dann ist man irgendwie ein schlechter Gastgeber, ne? Der kann ich auch nicht machen. Ist auch egal. So, kurzer Bettcheck. Und zack. Oh. Ein sehr, sehr schönes, bequemes Bett. Hier werde ich auf jeden Fall gut schlafen. Das ist jetzt auch das erste Video, was ich im Jahr 2026 drehe. Für euch kommt das aber wahrscheinlich als drittes Video 2026, weil es für mich jetzt am Wochenende zum Skifahren geht. Ich wollte 4 Videos über Skigebiete drehen, die ich special besonders finde. Und davon kommen 2 dann als erstes. Also die sind schon online, checkt die gerne ab. Aber wir haben zu Hause jetzt einen Hund, der macht die ganze Nacht Alarm. Deswegen habe ich die letzte Woche echt nicht gut geschlafen. Aber gut, hier weckt mich heute Nacht kein Köter. So, dann haben wir hier so ein bisschen... ja, eine Vase, ein Buch. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt ins Bad gehe, schauen wir einmal hier nach draußen. Zack, zack. Anscheinend geht der dünne Vorhang nicht auf. Naja, dann muss ich mich hier mal durchkämpfen. Ah, den musst du selber aufziehen. Klack. Gehen wir mal wieder raus ins frostige Hamburg. Da muss ich mir mal eben schon meine Latschen holen. Okay, dann schauen wir mal. Ja, schon ein cooler Ausblick. 5. Etage. Ist auch recht hoch. Das gehört ja alles noch dazu. Was ich sehr gut finde, ist, dass wirklich eigentlich keiner auf deinen Balkon gucken kann, wegen diesem geschwungenen Design. Man hat ja schon gut seine Privatsphäre und wirklich auch einen tollen Blick über Hamburg. Also auch, würde ich sagen, einen besseren Blick vielleicht sogar als im 4 Jahreszeiten. Atlantik Hotel kann man schön sehen. Ich bin mal auf morgen gespannt, wenn es hier hell ist. Und auch 2 Stühle. Oh. Ja, im Sommer warum nicht? Jetzt ist es ein bisschen kalt. Brauchst halt eine Jacke. Okay, haben wir das auch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Badezimmer. Und dann freue ich mich auf den Rest vom Hotel. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was das Badezimmer denn hier kann. Ach so, hier kann man das Zimmer steuern. Temperatur 21 Grad. Machen wir mal 22, das ist mir lieber. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Komm. Das wirkt schon echt geräumig. Großes Badezimmer hätte ich jetzt gar nicht gedacht, mit einem riesigen Spiegel, der das vielleicht auch ein bisschen größer erscheinen lässt. Das ist ja ein monstergroßer Spiegel. Hallo. Auch ein sehr angenehmer Duft hier. Schönes Waschbecken. Handwash hier drin. Finde ich auch eigentlich besser als diese eingepackten Seifenklötze. Das dauert immer 14 Jahre, bis man die dann überhaupt mal erstmal auf hat. Hier kannst du jetzt einfach draufdrücken und gut ist. Ja, Föhn natürlich. Ein paar Wichstücher und Handtuch, Schminkspiegel für später. Und hier haben wir dann wahrscheinlich auf der anderen Seite einmal noch die Toilette. Kann man auch abschließen. Finde ich auch immer ein bisschen komisch, wenn man das nicht kann. Und hier dann die Dusche. Was haben wir denn für eine Dusche? Ja, Regendusche natürlich mit Sitzgelegenheit da unten. Oh nein, hier kann man Musik hören. Jo, geil. Wow, schön. Bodywash Shampoo. So, geh mal kurz bitte wieder aus. Dankeschön. Ja, und eigentlich haben wir es dann soweit. Also ich muss sagen, erster Eindruck war so, geht so. Es ist natürlich ein schönes Zimmer, aber auch echt teuer. 530 Euro finde ich schon eine Ansage dafür. Ne? Die deutsche Hotellerie ist ja nicht so teuer wie zum Beispiel in anderen Metropolen. Abschließend kann ich vielleicht sagen, es ist definitiv ein sehr schönes Zimmer, aber so richtig umhauen tut's mich nicht. Da war ich auch in Deutschland schon in besonderen Zimmern. Mal gucken, was der Spa-Bereich so kann, wie das Essen wird später, ob wir hier auch ein bisschen planschen können. Das finden wir jetzt gleich heraus. Also Leute, bis gleich. Ich gehe jetzt erst ins Gym, bisschen Sport machen und dann geht's schwimmen und dann in die Sauna. Das ist der Plan. Es gibt hier wohl sogar einen Outdoor-Pool. Das finde ich ja sehr interessant. Oben auf der 6. Etage. Schauen wir mal. Eigentlich gar nicht weit von meinem Zimmer entfernt. Jetzt dann hier den separaten Aufzug ins Spa. Und ich hoffe auch Fitnessstudio. Müsste aber alles nah beieinander sein. Welcome im Gym, Leute. Ich bin schon fleißig dabei. Bin aber gleich auch sogar schon fertig, weil so viel kann ich hier gar nicht machen. Ich zeige es euch mal schnell, was ich sehr, sehr interessant finde. Schaut mal, die haben hier sogar AirPods. Also, naja, Quatsch. Nicht AirPods, Kopfhörer. Passt in mein iPhone jetzt, glaube ich, nicht, aber ist ja ganz nett, ne? Apfel. Hier dann Getränke, kalt und auch warm. Was mir sehr gut gefällt, ist das Licht. Das macht es sehr angenehm. Die Auswahl der Geräte ist, ja, ich sag mal eher so ein bisschen Reha-Sport. Kannst dich hier, da war ich gerade schön auf dem Fahrrad, bisschen warm fahren, ansonsten Laufband. Und was man hier mitmachen soll, habe ich noch gar nicht verstanden. Irgendwie so. Also das bringt mir alles eher weniger. Das Einzige, was ich gerade machen kann, ist was für die Schultern und ein bisschen mit Freihanteln. Also da haben wir schon mal Fitnessstudios mit mehr Auswahl gesehen. Aber es ist trotzdem schön hier, keine Frage. Ich bin super gespannt auf den Pool. Der sieht richtig geil aus. Ich habe mir gerade ein Bild angeschaut. Bis gleich. Okay, kurz umgezogen, Badebuchse an
Und jetzt geht's erstmal ein bisschen schwimmen. Ich bin echt gespannt, ob ich da jetzt noch draußen schwimmen kann, aber ich glaube schon. Boah, boah. Und da bin ich auch schon im Pool hier draußen. Boah, wenn man so, boah, ist das eisig hier. Hier zieht halt auch noch so ein Wind lang. Aber was ist das bitte für ein geiler Pool? Also man startet drin, da sind gerade Leute und schwimmt dann halt hier raus. Und die Tür geht sogar automatisch auf. Und dann kannst du hier auch direkt die Alster sehen. Das ist der Blick. Hier ist, glaube ich, noch eine Bar oder so. Gehe ich vielleicht später auch noch hin, ein Bierchen trinken. Und da unten sieht man die Alster. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. Da hinten ist wieder mein Atlantik-Hotel. Ah, komm, scharf stellen. Boah, ist das kalt am Kopf. Also das hier ist, würde ich mal sagen, der coolste Pool Hamburgs, oder? Zumindest von einem Hotel. Krampf im Fuß. Ah. Boah, scheiße. Boah, Alter. Boah, das war ja schlimm. Alter. Wollten hier eigentlich nur eine Mutprobe machen? Leute, eine Mutprobe. Oh. Ja. Boah, ist das kalt. Und jetzt schnell wieder rein. Eigentlich hätte ich auch mal eher in die Sauna gehen sollen, anstatt in den Pool. Aber egal. So, bin wieder drin. Hier hat man dann auch noch so eine Lounge-Ecke. Ist schon, würde ich sagen, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt gehe ich noch einmal Saunagang machen. Die muss ich jetzt noch finden und dann geht's zum Essen. Welcome Leute in der Sauna. Ja, hier bin ich gerade zum Glück der Einzige. Das ist mal eine schöne finnische Sauna. Mit richtig schönem Ausblick auf Hamburg. Einfach eine tolle Stimmung, gerade mit dem Schnee draußen. Hier kann man schon abschalten. Nebenan ist noch ein Dampfbad. Und eine Sauna wird gerade auch noch renoviert oder so. Gefällt mir richtig gut. Also das ist mal ein Spa-Bereich, ne? So, das genieße ich jetzt hier in Ruhe und dann bin ich mal gespannt, was es gleich zu essen gibt. Kurz fresh gemacht, jetzt geht's zum Essen. Outfit ist so, naja, bin ich so ganz zufrieden. Egal, die werden mir schon was servieren. Ich habe gedacht, wir haben hier gar keine Amenities, aber doch, hier sind ein paar. Ja, das wollte ich euch wenigstens kurz noch zeigen. So, jetzt geht's zum Essen. Ich weiß gar nicht, guck mal, man sieht mich hier 24 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 3 Mal. Naja, bis gleich. Schaut mal, hier kann man einmal unten in die Lobby gucken. Ist das die Lobby? Da ist wahrscheinlich das Restaurant hier. Haben Sie was Schönes gefunden? Oder kommen Sie kurz zurecht, ich gucke halt nach einer Suppe, aber das Rinderfilet nehme ich schon mal. Suppe haben wir eine Rinderkraftbrühe mit Fledle, kann ich Ihnen anbieten. Ja. Hummercremesuppe, die ist sehr lecker. Also Die Kürbissuppe, oder die, ist das... genau, Hokkaido Kürbiscremesuppe. Ja, dann die bitte einmal. Und dann das Rinderfilet. Das Filetsteak, Medium gebraten gerne? Ja, bitte. Jawohl. Haben Sie noch eine andere Beilage vielleicht? Als Pommes? Ja. Wir können Bratkartoffeln. Das einzige Restaurant, was an dem Abend für mich geöffnet hatte, war das Parkview. Direkt im Erdgeschoss mit Parkview. Und man kann aber auch die Alster sehen. Gut bürgerliche Küche auf einem hohen Niveau natürlich. Einen Wiener Schnitzel gibt es für 44 €. Ich habe mich entschieden für eine leckere Kürbiscremesuppe, die war super. Und das Rinderfilet für 66 € mit ein paar Beilagen, das war auch lecker. Vorweg gab es immer ein bisschen Brot. Und was ich auch sagen muss, der Service war 1A, super freundlich, witzig. Oft, wenn ich alleine komme, ist es ja immer ein bisschen unangenehm, aber viele Kellner machen da wirklich das Beste raus und man unterhält sich ein bisschen. Und vor allem, wenn es dann so locker lässig rüberkommt, ist es für mich immer schön. Und bevor ich es vergesse, ein leckeres Bierchen durfte natürlich auch nicht fehlen. Hier gab es einen Ratsherrenpilz direkt aus Hamburg vom Fass. So Leute, aufgegessen. Essen war super gut, auch Service sehr, sehr sympathisch. Ich gehe jetzt hier noch auf Etage 6 Fontenay Bar. Wenigstens einmal gucken. So, freie Platzwahl hier. Nicht mehr viel los. Gibt noch ein alkoholfreies. Hä, was macht meine Kamera hier eigentlich manchmal? So sieht das hier aus. Pianospieler ist auch schon im Feierabend. An sich aber ganz nett. Also ich glaube, wenn hier viel los ist, gerade auch mit der Dachterrasse hier vor mir, kann das schon cool sein. Mir gefällt es hier eigentlich immer besser. Von Stunde zu Stunde. Also aus Fontenay, schönes Hotel. Sehr, sehr tolles Hotel. Keine Frage. So Leute, und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Oh, ist das eine gute Luft. Ich muss leider sagen, Aussicht tagsüber jetzt, oder wenn halt richtig Licht ist, auch nicht so gut. Der Baum ist im Weg, aber also ist jetzt auch nicht schlecht. Ein Stockwerk höher wäre wahrscheinlich noch besser, ne? Aber ist ja auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem schaut euch das mal an hier. Wunderschön, wunderschöne Winterlandschaft. Und ich gehe jetzt zum Frühstück. Ja, ich habe Hunger mitgebracht. Schauen wir uns mal das Frühstück an, das wird bestimmt gut. Ich freue mich.
So Leute, angekommen beim Frühstück. Ist ja ein schöner Platz hier. Das ist hier schon die Karte. Was nehmen wir denn heute? Das Frühstück am nächsten Morgen war dann auch wieder im Parkview-Restaurant. Draußen ziemliches Tauwetter, deswegen wurde übrigens auch abends das Spiel abgesagt, für das ich extra nach Hamburg gefahren bin. Ein kleines rundes Menü mit Eierspeisen, Kaffee und Saft natürlich zum Platz und dann gibt es auch einiges am Buffet. Ich würde mal sagen, das Frühstück habe ich genauso erwartet. Sehr lecker und auf jeden Fall empfehlenswert. Bisschen Lachs mit Meerrettich, Joghurt und natürlich auch einen Ex-Benedict, aber hart gekocht. So Leute, Frühstück war auf jeden Fall ganz gut. Fazit machen wir gleich noch in Ruhe zu Hause. Ich hatte jetzt noch ein paar Gäste hier, weil ich habe euch ja, glaube ich, gestern schon gesagt, dass ich einen Late-Checkout heute mal brauchte. So, hier haben wir den Felix. Vielleicht kennt ihr den ja von Instagram oder so oder YouTube früher, ne? Früher YouTube. Leckes Prank haben wir zusammen gemacht. Haben wir damals zusammen gemacht. Ja. Ist schon ewig her. Und wir haben hier einen Podcast aufgenommen. Wo kommt das? Jetzt kannst du einmal kurz Werbung machen hier. Das ist sehr lieb von dir. Auf meinem alten Kanal. Ich habe eigentlich fast alles runtergenommen. Ich mache so ein kleines, ich will nicht sagen Rebranding, aber mache halt einfach meine Sachen, worauf ich jetzt Bock habe. Ich bin ein bisschen älter geworden und da haben wir einen coolen Podcast aufgenommen. Für alle, die es interessiert, Reiserei, was mache ich so und so weiter und so fort. Also hört da gerne mal rein. Was du dein meisten Video verdient hast. Ja, stimmt. Das haben wir auch besprochen. Ja. So, kommen wir am Ende wie immer zur Bewertung. Die mache ich gerade live vom Atlantik. Ja, hier bin ich auf so einem Schiff. Naja, ist ja auch egal, finde ich nur gerade ganz lustig. Zimmer hat mir soweit okay gefallen, habt ihr ja schon gehört. Service absolute 10 von 10, gibt's nichts zu meckern. Das war wirklich überall auf Top-Niveau. Essen war auch lecker und absolut zufriedenstellend. Ja, ich habe es mir richtig gut gehen lassen und das macht wie immer mega Spaß. Abenteuererlebnis auch okay. Toll gelegen, gerade der Pool oben hat mir gut gefallen. Gibt einiges zu entdecken. Preis-Leistung fand ich so semi-gut. Also ja, natürlich auch schon eine Stange Geld, ne? Am Ende gibt es von mir in Anführungsstrichen leider nur 8,5 Punkte. Ich hätte gedacht, dass es mir noch besser gefällt. Es ist auf jeden Fall ein Top-Hotel, keine Frage. Wurde auch 2024 von einigen Rankings zum besten Hotel Deutschlands gewählt übrigens. Am Ende ist es natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal. Haut rein, Leute. Ciao!